Heute haben wir einen Patienten, eine 20 Jahre alte Wolf Gastherme GU GG18. Die sind alle ziemlich ähnlich und, also nicht die hier, die ist in Ordnung, auch von einem Bekannten, und die schaltet einfach nicht mehr aus. Die Folge von dem Defekt war, dass die Heizung überhitzt hat und das Überdruckventil undicht geworden ist und den Keller überschwemmt hat und der Schnellentlüfter geplatzt ist. Da kam dann Dampf raus, total verschmort. Das haben wir alles ausgetauscht und die Schuld war eigentlich ein Relais auf der Regelplatine. Wo ist der Riegel? Da, jetzt. So. Das sind zwei Deckel. So sieht es unter dem ersten Deckel aus. Hier ist der Netzanschluss. Den Stecker rausziehen, bevor man irgendwas anderes macht, und den Strom abschalten, ist klar. Da ist eine Sicherung. Und hier die ersten drei, da klemmen die Thermostaten dran, die dann oben im Wohnzimmer oder so hängen. Die Regelplatine ist hier drin. Die kriegt man raus, wenn man 4 Schrauben löst. Da eine, da eine, da eine und da eine. Dann die Stecker abziehen und die Platine einfach rausziehen. Hinten sind nochmal Stecker, also ganz leicht, die gehen leicht mit raus, klipsen aber wieder rein. Man kann die ganze Platine einfach rausziehen. Die sieht so aus. Und da gibt es mehrere Relais drauf. Und eins davon ist ein Umschalter und normalerweise 2 sind nur Schalter. Und der Umschalter klebt fest im An-Zustand. Die Messung zeigt, das Ding ist wirklich hin. Wir können es neu bestellen und austauschen. Unser Relais ist ein Miniatur-Starkstrom-Relais. Das heißt V23061 B1007A401. Ups. Genau. Das hier ist ein Siemens, gibt es auch von Schrag. Diese 1007 sagt, dass es eine 24 Volt Spule ist. Und die 401 sagt aus den Kontakt und dass es ein Wechsler ist. So. Da fällt mir noch was auf, und zwar, wie ich die Platine ausgebaut habe, war auf diesem Transistor ein Clip. Der Kühlkörper war nur drauf geklipst. Wenn der rausfällt, das wird wirklich gefährlich, und deswegen habe ich einfach ein Loch reingebohrt und den mit Wärmeleitpaste hingeschraubt. Brenner geht, und jetzt schalten wir mal runter. Den von außen. Sehr schön, Relais funktioniert wieder.